wenn man sich intensiv mit den Weisen auseinandersetzt, wie sich Zugänge zum Unbewussten oder zur inneren Welt finden lassen, dann stößt man in der Regel auf ein riesiges Arsenal an Bildsprachen, an Symboliken, an möglichen Formen, das Wachbewusstsein auf eine Weise geschmeidiger vielleicht zu machen, lockerer zu machen, ein bisschen umzustellen, ein bisschen zu weiten, sodass es mit der Art und Weise, wie die nicht bewusste innere Welt oder die nicht bewusste, das nicht so stark bewusste kollektive Feld, wie es spricht, wie die Beschaffenheiten dort sind, wie es sich verhält, in welcher Weise man dort vielleicht mehr Bewegungen beschreiben kann und ja, Beschaffenheiten, also wie verhalten sich Bewegungen zueinander, wo sind sie möglich, wo sind sie es nicht. Dieses wabernde, dieser Eindruck eines wabernden Bewusstseins, das wir Unbewusstes nennen, weil wir vielleicht in einem bestimmten Teil unserer Bewusstseinsmöglichkeiten diese Sprache nicht so sehr verstehen, diese Sprache nicht so sehr verankert haben oder sie schwieriger zu übersetzen ist für zum Beispiel unsere verbale Sprache oder für dieses Sprachverständnis, was so sehr in Kategorien denkt, was sehr in Rastern denkt, was sehr stark darauf fokussiert ist, Dinge zu bezeichnen und zu definieren, sich zu identifizieren, anderes zu identifizieren, das miteinander zu vergleichen, Ähnlichkeiten, Unterschiede auszumachen und irgendwie die Dinge in Hierarchien zu bringen. Also dieses, ich würde sagen, sehr rasterhafte Denken, was in unserer Kultur sehr prominent und sehr dominant ist, hat in der Regel größere Schwierigkeiten, auf diese Bewegungsform dessen, was wir Unbewusstes nennen, oder innere Welt oder Ozean könnte man sagen, mit diesen Bewegungsformen von Bewusstsein wirklich umzugehen. Das rasterhafte Denken, das rasterhafte Verstehen, das definatorische, jetzt habe ich, nee, das Wort ist bekloppt, also das Denken, was die ganze Zeit Dinge ausschneidet und sagt, okay, hier, das ist so umrissen und wir können die ganze Welt irgendwie in Begriffen erklären. Diese Vorstellungen davon, wie Wirklichkeit begriffen wird oder sogenanntes Realitätsverständnis, hat in der Regel große Schwierigkeiten mit den anderen Formen von Mächtigkeit und Gewaltigkeit zum Beispiel umzugehen, mit den Kräften umzugehen, die im Unbewussten sind, die dort walten und die dort warten. Denn diese Kräfte sorgen in der Regel dafür, dass unsere Bestimmungen, unsere Profilierungen sehr beansprucht werden, wenn nicht gedient, wenn nicht zum Platzen gebracht werden, wenn sie damit konfrontiert werden, was für Urkräfte eben in uns lauern oder mit was für Intensitäten wir eigentlich verbunden sind. Und vielleicht sind Teile dieser Intensität oder manche dieser Intensitäten erst entstanden, weil wir versucht haben, also unser Bewusstsein in eine solche Rasterhaftigkeit zu bringen, in eine Sprachlogik, in einen sprachlichen Rahmen, in dem wir irgendwann glauben, weil vielleicht die Sprache immer mehr verfeinert wird, immer neue Begriffe kombiniert werden, um neue Phänomene zu beschreiben oder Identitäten zu beschreiben, den Dingen Namen zu geben. Ich glaube, dieser Zug, das immer weiter zu spezifizieren, kann die Illusion verstärken, damit tatsächlich das Leben zu greifen oder alles zu umspannen, dieses Netz so groß zu machen, dieses Raster so groß zu machen, dass alles darin begriffen werden kann. Und gerade das, was im Unbewussten ständig eigentlich mit uns spielt oder auch man könnte sagen, uns spielt, viel mehr, als wir es wahrhaben wollen und begreifen können. Und ich denke, also das betrifft eigentlich fast jeden Menschen. Vielleicht gibt es ein paar Menschen, die wirklich ständig aufgeweitet sind, im Grunde auf diesen Ozean hin und das irgendwie virtuos spielen können. Aber jetzt so der Mensch, der im Alltag sich bewegt, ist in der Regel
ähm, fühlt sich davon eher bedroht, was da alles ist und was alles eben nicht integriert werden kann in das Personenverständnis und in das Verständnis von unserem kulturellen Spiel miteinander. Das heißt, zu glauben, dass eine immer ausdifferenziertere Sprache die Existenz wirklich greifen könnte, ist genau das, was einerseits den Zugang versperrt zu diesen Weiten und das einfach aufgrund der Tatsache, dass wir dadurch automatisch eher versperrt sind, weil wir versuchen, die Dinge über die Logik zu begreifen, weil wir versuchen, Bewegungen, Kräfte, Intensitäten sofort in irgendeiner Weise zu bezeichnen, die sie ungefährlicher machen sollen. Und das sind sie nicht. Sie sind tatsächlich etwas Gewaltiges und etwas, das eine ganz andere Form von Konzentration braucht, wenn man mit ihnen versucht umzugehen. Und sie eben parallel zu der Rolle, die man irgendwie hier in dieser Menschenkultur spielt und die dadurch manchmal einem auch so ein bisschen attrappenhaft vorkommt, sofern sie nicht irgendwie mit wirklichem Erleben, mit durchblutetem Erleben gefüllt ist, einem manchmal dieser Spagat seltsam vorkommt von, okay, ich muss hier einerseits eben ganz normale Dinge regeln, ganz normale Dinge tun, in dem Versuch, eine halbwegs verständliche Sprache zu sprechen und gleichzeitig eben mit dem anderen Bein im Gewässer zu stehen, also damit verbunden zu sein, von wo die andere Impulse kommen im Grunde, und diese Signale kommen, die vielleicht auf der Oberfläche im Kulturverständnis, im Kulturverstand nicht so richtig greifbar sind, nicht richtig interpretiert werden können, nicht richtig gelesen werden können, nicht richtig gedeutet werden können. Und deswegen glaube ich, dass es helfen kann, neben der sogenannten verständlichen Sprache für die meisten Menschen, der irgendwie Sicherheit suggerierenden Sprache, auch nach Sprachen zu suchen, die mit dieser Gefährlichkeit umgehen können. Nämlich der Gefährlichkeit, dass unsere Sicherheitsraster, unsere gedanklichen Sicherheitsnetze in Frage gestellt werden. Sprachen, die trotzdem noch Sprache sind. Sprachen, die irgendwie etwas vermitteln. Sprachen, die aber nonverbal oder paraverbal sein können. In diesen Formen von Sprachen drückt sich häufig das, was in den weniger bewussten Teilen unseres Bewusstseins passiert, präziser aus. Und ich glaube, das mehr in den Vordergrund zu rücken und sich damit zu befassen, zu lernen, mit diesen Sprachen auch zu spielen, ob das die Tanzsprache ist, die Bewegungssprache, das Sprechen als rhythmisches Sprechen zu verstehen, jemandem beim Sprechen zuzuhören und weniger auf die Worte zu achten, sondern auf die Frage, bewegt sich hier jemand nah an dieser Membran, die sogenanntes Unbewusstes und Bewusstes voneinander trennt. Kommt da ein Schimmer durch? Kommt da ein Signal durch? Wie will ich sagen, Sonanz, gibt es das Wort? Also ein Durchtönen, tönt da etwas durch, was auf diese Weite verweist, ist in den Bewegungen eines Menschen etwas vielleicht Unkontrollierteres, etwas, das nicht davon bestimmt ist, dass ein Mensch sich von außen irgendwie betrachtet und sagt, so muss ich mich hier irgendwie bewegen. Wir nennen das häufig wahrhaftiger Ausdruck, wesenhafter Ausdruck. Und die Frage ist, wie können wir es wahrnehmen? Womit können wir es wahrnehmen? Und ich glaube, es ist unsere Schwingungsfähigkeit. Es ist das Wahrnehmen von, hier fängt etwas in mir unmittelbar, ungewollt vielleicht an, auf die Gesten, auf die Bewegungen, auf den Ausdruck eines anderen Menschen, auf den vielleicht Gesang eines anderen Menschen, den Tanz, die Worte, das Erscheinen einfach eines anderen Menschen zu antworten. Ich kann gar nichts dagegen machen, dass irgendwo ein Zittern entsteht, dass in mir auch ein Ton entsteht, dass in mir
etwas geweckt wird, das eigene Wesen geweckt wird, was auf das andere Wesen antworten will. Das ist eine völlig andere Form der Kommunikation und eine, die häufig für einen Moment wegschmelzen lässt, was wir als Kulturmensch, als Person, ich sag mal, manchmal ein bisschen attrappenhafter, maskenhafter Person meinen darstellen zu müssen. In dem Moment, wo Wesen aufeinandertreffen, gerät etwas ins Wanken an diesen Vorstellungen. Also auch bestimmte Begegnungen können den Zugang zu dem, was wir Unbewusstes nennen, erleichtern, weil sie es klingen lassen, weil sie ja, Teile von uns wecken, die wir in der Regel sorgsam unter dieser Decke halten. Das ist aber im Grunde das, was unbewusst ist. Uns ist nicht bewusst, dass wir das tun oder wie wir das tun. Und sich diese Mechanismen bewusst zu machen, befreit im Grunde die Kommunikation mit dem, was wir Unbewusstes nennen. Was aber, glaube ich, einfach nur eine andere Form von Bewusstsein ist oder ein Bewusstsein, das nach anderen Regeln spielt, das andere Gesetze hat, das andere Bilder braucht, das eine, man könnte sagen, eine andere Form der Berührung braucht, eine andere Form des Mitgehens, die befreit ist oder befreiter ist von den Ansprüchen, die wir an Ausdruck, an Worte, an Sprache stellen, wenn wir sagen, jemand solle verständlich sprechen oder jemand solle auf einen Punkt kommen. Dafür interessiert sich das Unbewusste eigentlich, glaube ich, nicht besonders, weil es sich auf andere Weise verbindet, verknüpft mit der Form interagiert. Ich glaube nicht, dass das Unbewusste die Form verneint. Ganz im Gegenteil. Aber es stellt ihr Primat in Frage. Das könnte man schon sagen. Es gibt eine andere Interaktion der Kräfte von Form und dessen, was diese Form füllt und lebendig macht. Also, um es zu versuchen zusammenzufassen, Wege zum Unbewussten oder Freundschaft, wie ich sagen würde, freundschaftliche oder auch diplomatische Beziehungen zum Unbewussten zu pflegen, können sein, mit anderen Formen der Sprache, des Ausdrucks zu experimentieren, vielleicht auch mit poetischeren Sprachen. Mit musikalischem Verständnis, glaube ich, kommt man auch immer ganz gut ran oder musikalischem Zugang. Die Musik öffnet da häufig sehr viel, also mehr mit dem Hören, mit der Sensorik, mit der Dynamik des Hörens zu arbeiten und vielleicht auch auf eine Weise hören zu sehen, hören zu sprechen, hören zu denken. Das kann man, glaube ich, ganz gut üben, indem man tatsächlich anderes Hören übt. Jetzt kommen mir die Worte geschmeidigeres Hören übt, ein tastendes Hören übt. Das geht in der Regel sehr gut mit Musik, bei der es einem dazu noch Freude macht, das zu tun. Vielleicht das Üben, das Erlernen, das Fragen nach den Möglichkeiten, wesentliche Begegnungen, also Begegnungen unter Wesen und nicht Begegnungen unter Masken zu ermöglichen. Und das hat, glaube ich, eine ganze Menge damit zu tun, mit einzukalkulieren, dass im Gegenüber genauso viel Wildes ist wie in einem selbst, den Zugang zu dem eigenen, vielleicht ja wie fast verwilderten Wesen zu ehren und zu pflegen, anstatt ihn abzulehnen. Sich dafür zu öffnen, dass es Dinge gibt, die man über sich vielleicht nicht wissen will. Diesen Dialog sehr ernst zu nehmen und sehr wichtig zu nehmen und genauso zu pflegen, wie man eine Freundschaft pflegen würde. Und ich glaube, damit lassen sich gut, wie eine grundsätzliche Kommunikation mit dieser Welt, mit diesem Teil des Bewusstseins, eine grundsätzliche Unterhaltung mit dem, was da ist, ein in Kontakt bleiben mit dem, was wir zum Unbewussten erklären, ist etwas, das
vielleicht auf eine andere Weise anstrengend ist, als es immer wegzudrücken, aber auf eine, die, ja, die innere Bewusstseinsmuskulatur, Formen zu erzeugen, immer neue Formen zu erzeugen, Formen auch irgendwie mal auseinanderzunehmen oder wegzulassen oder hinter sich zu lassen, Ideen, Identitäten hinter sich zu lassen. Das sind all diese Dinge, die eher passieren, wenn man, glaube ich, mit dieser inneren Welt mehr in Kontakt bleibt, permanent. Dieser Muskel lockert sich, weitet sich, trainiert sich aber auch und erzeugt natürlich neue Formen, andere Formen, anders geformte Formen und andere Formen des Formens, des Formulierens, neue Ausdrucksformen, die sich eigentlich die ganze Zeit ergeben. Ich glaube, da geht es mehr darum, dass man trainiert und dass man übt, auszuhalten, ständig inspiriert zu sein und damit auf eine Weise zu haushalten oder Orte zu finden, wo man das auch hinbringen kann, wo das landen kann, wo man das abgeben kann, wo man es in eine Form geben kann und nach außen geben kann. Diese Dinge werden dann immer dringlicher. Und es kann sein, dass einem diese sehr rigiden Weisen zu, in Anführungszeichen, kommunizieren, zu sprechen, vielleicht auch ein bisschen fad und langweilig vorkommen, ein bisschen leblos vorkommen. Das sind Effekte, die man, glaube ich, in Kauf nehmen muss, wenn man sich mehr mit dem Unbewussten in Kontakt bringt und dauerhaft mit ihm in Kontakt bleiben möchte, wenn man das möchte. Niemand muss das, aber es kann etwas sein, das einem wirklich Welten eröffnet und ein ganz neues oder ganz anderes Gefühl von Existieren, ein völlig anderes Verhältnis zu Phänomenen wie dem Sterblichsein, dem Endlichsein und